So, meine Lieben, heute schauen wir uns den Territorialkampf an. Um überhaupt daran teilnehmen zu können, braucht ihr eine Legion der Stufe 6, darunter geht überhaupt nichts. Im Legionsmenü kann man dann das Tab Territorialkampf anklicken und dort findet man alle möglichen Informationen, darauf kommen wir gleich zurück. Um überhaupt diese Arena betreten zu können, braucht man nämlich erstmal den Schlüssel der Herausforderung. Den kann man sich durch Legionsaufträge erfarmen. Zum einen muss man dann einfach Monster töten, zum anderen muss man aber auch aktiv PvP in beiden Regionen, Signia und Venga, betreiben. Welche Gebiete können jetzt überhaupt erobert werden? Also, in der Region Signia, der Ilios, gibt es 3 Gebiete, Kenoa, Deluan und Attika. Die Regionen der Asmodia im Gebiet Venga nennen sich Mura, Satyr und Velias. Im Legionsmenü unter dem Territorialkampf-Tab kann dann ausschließlich vom Brigadegeneral oder einem Tribun das Gebiet ausgewählt werden, das ihr erobern möchtet. Das kann tatsächlich nur einmal die Woche gemacht werden und ist diese Entscheidung gefällt, kann sie auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. So, ist das Gebiet dann ausgewählt, müsst ihr dann mit 12 Legionsmitgliedern der Stufe 65 innerhalb einer Allianz in diese Basis des jeweiligen Gebietes. Ganz wichtig, ihr könnt keine außenstehenden Leute mitnehmen. Dort könnt ihr dann durch den zentral platzierten Rift in diese Instanz gehen, aber vergesst natürlich den Schlüssel der Herausforderung nicht. Wenn man dann gespawnt ist, hat man 3 Minuten, um sich vorzubereiten. Beginnt der Kampf erstmal, gibt es keine wirkliche Unterbrechung und so sollte man auch einige Mana und Lebenstränke natürlich mitnehmen. Ja, dann geht's auch schon los. 30 Minuten hat man Zeit, alle 4 Stufen dieser Instanz abzuschließen. In jeder dieser Stufen spawnen Trash-Mobs, die muss man natürlich erledigen. Auch spawnen Obelisken, die ebenfalls zerstört werden müssen, da sie euch sonst schädigen. Ja, am Ende der Stufen erscheint jeweils ein Bossgegner, das heißt wir haben 4 an der Zahl. Und zuerst muss man gegen Kaliga der Illusion antreten. Oh mein Gott, so ein schwieriger Boss. Ja, der zweite Boss ist ebenfalls bekannt und ein wenig gefährlicher, dabei handelt es sich um Landmark. Ja, der Boss der 3. Stufe ist kein anderer als Sturmschwinge und ihrem Flächenschaden sollte man definitiv entgehen. Der finale Gegner ist der Wächtergeneral der Illusion. Neben generell hohem Flächenschaden und AoE-Stunts richtet er einen großen Rundumschlagschaden an. Ja, und der trifft dann auch die Außenseite der Arena, nur die Mitte nicht. Das heißt, alle Allianzmitglieder sollten für kurze Zeit in diese Mitte laufen. Dort bleiben ist aber auch keine gute Idee, da der Boss auch in unmittelbarer Umgebung Schaden anrichten kann. Ja, im späteren Verlauf des Kampfes wird er dann auch kegelförmigen Schaden bis hin zum äußersten Rand der Arena anrichten. Fernkämpfer müssen sich also auch weiterhin dann gut positionieren. Verwandelt der General seine Schwerter in einen Bogen, markiert er dann ein Ziel und was dann passiert, lassen wir euch mal selbst rausfinden. Sollte die Instanz abgeschlossen werden, wird ausgewertet. Zwischen S-Rang und F-Rang ist alles möglich. Je nachdem wie gut ihr abschneidet, bekommt man Ehrenpunkte, Zeranium-Medaillen und Zeranium-Fragmente sowie Boxen und diese Boxen geben euch dann Mana-Steine und Relikte. Jede Woche wird zusätzlich anhand der Punkte entschieden, welche Legion das Territorium besetzt. Der Brigadegeneral der Legion, die dann das Gebiet eingenommen hat, bekommt einen Korridorschlüssel zugesendet, mit dem er einen Rift für bis zu 96 Spieler in das gegnerische Gebiet öffnen kann, sowie eine Legionsbelohnungsbox. Als erobernde Legion hat man dann noch einige Vorteile, zum Beispiel neben einem PvP-Verteidigungsbuff kann man dann auch im eigenen Gebiet gegnerische Spieler sehen. Und natürlich wird nun auch der innere Bereich der Basis zugänglich. So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat soweit gefallen. Ich werde euch jetzt hier nochmal die Vision Stigma Playlist verlinken. Da könnt ihr natürlich das Visionsstigma sehen, als auch alle Klassen inklusive deren Änderungen. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.